Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die Software bzw. um die Firmware auf eurer Kamera, speziell auf Canon. Hierbei ist es egal, ich habe jetzt zum Beispiel hier eine RP, es ist aber egal, ob es eine RP ist, ob es eine 700D ist, habe ich hier zum Beispiel auch noch, ob es eine 6D Mark II ist, denn Firmware ist auf jeder Kamera drauf und leider macht nicht jeder von euch auch ein aktuelles Update. Ich habe es auch schon mal gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, warum soll ich ein Update der Firmware machen? Es ist ja eine Firmware drauf und die läuft ja auch. Das ist soweit auch richtig, aber natürlich gibt es auch im Laufe der Entwicklung Sachen, die vielleicht nicht so ganz ausgereift sind. Das heißt, Kamera kommt auf den Markt und im Betrieb stellt dann der Nutzer, Millionen von Nutzer stellen dann fest, das könnte vielleicht verbessert werden oder da hackt es noch irgendwo und da legt dann zum Beispiel Canon mit einem Firmware-Update nach. Da werden solche Sachen beseitigt und es werden auch nachträglich immer noch mal Verbesserungen an der Software selber durchgeführt, die im Endeffekt eigentlich dazu führen, dass das Handling und die Funktionsweise eurer Kamera besser wird. Deshalb meine Empfehlung zum Beispiel, haltet eure Kamera immer auf dem neuesten Firmware-Update Stand, den es gibt. Wie das Ganze funktioniert, wie einfach ihr euch jetzt zum Beispiel so eine Firmware-Update auf eure Kamera, auf eure Canon ziehen könnt und das Ganze dann auch aktiviert auf der Canon, das zeige ich euch im Video. Bevor wir jetzt ein Firmware-Update machen, gucken wir natürlich erstmal auf die Kamera, welche Firmware-Version haben wir drauf. Wie gesagt, es ist hier nicht entscheidend, ob es jetzt hier wie in meinem Fall die RP ist oder eine 700D. Die Menüführung bei Canon ist fast immer identisch. Also wer einmal Canon hatte, der wird sich in der Menüführung bei Canon auch immer wieder zurechtfinden. Das heißt, wir gehen als allererstes mal ins Menü unserer Kamera. Wenn ihr bei eurer Canon-Kamera jetzt ins Menü geht, dann werdet ihr die Firmware immer unter dem Reiter mit diesem Schraubenschlüssel finden. Der ist hier oben rechts, in meinem Fall ist es ein gelbes Menü und dann finde ich die Firmware unter dem Unterpunkt 6. Wenn ich darauf gehe, dann sehe ich ganz unten, dann habe ich die Firmware-Version 1.3.0. Ich habe schon mal ein Update gemacht auf diese Version und möchte jetzt mal natürlich gucken, gibt es eine neuere Version im Netz und wie bekomme ich die nachher auf meine Kamera. Um zu gucken, welche Version aktuell verfügbar ist, gehen wir jetzt mal an den Rechner und gehen mal direkt auf die Canon-Seite. Ihr seht, ich bin hier auf der Startseite von Canon und dann gehen wir hier oben mal auf den Reiter Support. Wenn wir dort mit der Maus drüber gehen, geht schon so ein Dropdown-Menü auf und dann sehen wir hier den Reiter Treiber und genau das brauchen wir. Also einmal raufklicken auf Treiber und dann seht ihr, dann kommen wir auf die nächste Seite Treiber, Software und Anleitung. Auswahl nach Produktgruppen. Hier gebt ihr den Typ eurer Kamera ein. In meinem Fall ist es die EOS RP. Das tippen wir unten ein und dann geht auch schon die Canon EOS RP Seite auf. Hier oben sehe ich meine Kamera nochmal als Bild dargestellt und dann haben wir hier unten noch weitere Auswahlmöglichkeiten. Treiber brauchen wir nicht, das wäre jetzt nur für meinen Computer, Software, Handbücher, Apps, aber Firmware brauchen wir. Firmware klicken wir an und dann sehen wir hier schon angezeigt, welches die aktuellste Firmware ist. In diesem Fall wäre es 1.40. Ihr habt es gesehen, 1.30 ist hier immer noch verfügbar. Die habe ich aber schon installiert auf meiner Kamera, deshalb ist das für mich jetzt uninteressant, sondern für mich wäre jetzt wichtig 1.40. Das gibt es für beide Systeme, sowohl für Mac als auch für Windows. Ich möchte es jetzt für Windows haben. Und in dem Fall wäre also dieser Bereich hier für mich interessant. Jetzt möchte ich aber mal gucken, was hat Canon denn jetzt in seine Firmware-Version reingepackt, in die 1.4, was mir einen Vorteil bietet zu Vorgängerversionen. Dann kann ich das hier mal anklicken und dann bekomme ich Informationen, was jetzt verbessert wurde. Verbesserung der früheren Version 1.3.0. In dem Fall ist es verbessert den Autofokus mit Augenerkennung für verbesserte Gesichts- und Augenerkennung aus größeren Entfernungen. Zweitens, verbesserter Autofokus hilft der Kamera beim Fokussieren und Nachführen der Schärfe bei kleineren Motiven. Wenn ich mir jetzt weiterlese, reduziert die Verzögerung zwischen dem tatsächlichen Autofokus und AF-Rahmen für Bilder im Sucher oder auf dem LCD-Display. Also der Hauptaugenmerk bei Canon lag hier in der Verbesserung des Autofokus. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die könnt ihr euch dann hier durchlesen und für euch entscheiden, ob es wichtig ist. Grundlegend würde ich eigentlich immer empfehlen, die aktuellste Version der Firmware auf eurer Kamera zu haben, denn da habt ihr immer die beste Funktionalität eurer Kamera gewährleistet. Als nächstes gehen wir hier auf Herunterladen, denn wir wollen natürlich auch die Firmware haben. Dann müssen wir hier einmal einen Haftungsausschluss und eine Exportbeschränkung akzeptieren und herunterladen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, klicken wir hier drauf und dann geht das normale Download-Fenster auf.
Und wir können bestimmen, wo wir unsere Datei speichern wollen. Ihr seht hier, es ist eine ZIP-Datei, das heißt nochmal eine gepackte Datei, hat eine Größe von 34,5 Megabyte und das Ganze möchte ich mir schon auf meine SD-Karte speichern. Das heißt, ihr seht, das ist meine SD-Karte, die ich nachher wieder in die Kamera stecke. Und ganz wichtig ist es, dass ihr die Datei, diese ZIP-Datei, nicht in den Unterordner speichert, sondern wirklich in die oberste Ordnerebene. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Wir gehen hier auf Speichern, dann dauert es einen kleinen Moment, 35 Megabyte, je nach Internetleitung, die ihr habt. Und dann habt ihr das Ganze in eurem Ordner gespeichert. So, wenn ich jetzt in meinen Dateiordner von der SD-Karte gehe, dann sehe ich hier, dann habe ich hier meine ZIP-Datei. ZIP-Datei, habe ich ja schon gesagt, ist eine gepackte Datei, die müsst ihr jetzt entpacken. Ihr habt mit Sicherheit irgendein ZIP-Programm auf dem Rechner, ansonsten, wenn ihr das nicht habt, ich klicke das mal hier an, dann seht ihr, ich verwende zum Beispiel Express-ZIP. Ist eine kostenlose Datei bzw. ein kostenloses Programm, das ihr euch aus dem Netz herunterladen könnt für Windows und damit könnt ihr dann quasi diese ZIP-Datei entpacken. Ich habe es angeklickt und mein Programm zeigt mir hier schon, welche einzelnen Unterordner hier drinnen verfügbar sind. In dem Fall ist das die FIR-Datei, das ist das eigentliche Update, was wir brauchen und wir haben nochmal einen Unterordner mit einem PDF, das zeige ich euch gleich, was da drin ist. Wir machen jetzt einen Linksklick, ich markiere mir beide und schiebe mir die dann hier rüber und mein Programm entpackt dann automatisch die Inhalte aus dieser ZIP-Datei in meinen Ordner. Die ZIP-Datei an sich brauchen wir nicht mehr, markieren wir und löschen uns das Ganze und wichtig ist hier die FIR-Datei. Ihr seht, wir sind immer noch in der obersten Ordnerstruktur, das heißt kein extra Ordner anlegen, sonst kann die Kamera das Ganze nachher nicht lesen. In diesem PDF-Ordner können wir mal aufmachen, ist nochmal eine Anleitung, wie ihr das Ganze installiert. Könnt ihr draufgehen, euch das Ganze auch durchlesen, aber in dem Fall braucht ihr es nicht. Dafür guckt ihr ja jetzt das Video. Das heißt, auch diesen Ordner benötigen wir nicht. Wir können den uns markieren und löschen ihn von der Karte, sodass wir nur noch die eigentliche Ordnerstruktur haben und in der obersten Ebene diese FIR-Datei. So, das war's schon. Das heißt, ich nehme mir jetzt die Karte und kann sie wieder in meine Kamera stecken. Wenn wir jetzt unsere SD-Card wieder in die Kamera gesteckt haben, dann können wir wieder ins Menü der Kamera gehen, gehen wieder auf unseren Schraubenschlüssel und dann hier bei mir Punkt 6 auf Firmware. Klicken das Ganze mal an und dann sehen wir hier oben Version 1.3.0 ist ja immer noch installiert. Dann klicke ich jetzt hier nochmal drauf und dann sagt er mir, aktuelle Firmware-Version ist 1.3.0, Firmware aktualisieren. Dann kann ich das Ganze abbrechen oder ich drücke OK. Dann gehe ich auf OK und dann durchsucht er jetzt quasi die SD-Karte nach einem entsprechenden Update. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall einen gut geladenen Akku in eurer Kamera drin habt, denn wenn das Firmware-Update einmal abgebrochen ist, während es installiert wird, dann kann es wirklich schwierig werden mit der Kamera. Dann kann es sein, dass eure Kamera nicht mehr funktioniert und dann wird es teuer, dann müsst ihr das Ganze nämlich zu Canon schicken. So, ihr seht, er hat jetzt die neue Firmware erkannt, 1.4, die Datei ist da drauf und das Ganze erfordert mich jetzt auf, das zu bestätigen, mache ich hier mit OK und dann gehe ich rüber und sage ihm, okay, ich möchte jetzt ein Update von Firmware 1.3 auf 1.4.0 haben. Wie gesagt, Akku muss voll sein oder sollte sehr voll sein, denn wenn das abbricht, ist es wirklich blöd. Das Ganze bestätigen wir jetzt nochmal auf OK. Und dann sehen wir hier den Update-Status und es steht auch nochmal drauf, du sollst es nicht ausmachen, während das Update läuft. Je nach Update-Größe kann das Ganze natürlich ein bisschen dauern. Das warten wir jetzt aber nicht die ganze Zeit. Wir spulen mal jetzt hier schnell vor und dann sehen wir, wann das Update fertig ist. Update ist jetzt fertig, er sagt es mir auch, Update ist komplett. Das Ganze, ich zeige es euch mal auf dem Handy, hat jetzt knappe 4 Minuten gebraucht. Also der Akku sollte jetzt hier bei euch vielleicht nicht auf dem letzten Loch pfeifen, sondern wirklich gut geladen sein. Dann bestätigen wir das Ganze noch mit OK. Na, hier haben wir es, genau. Und ihr habt die aktuelle Version drauf. Die Kamera startet nochmal neu, dann können wir hier nochmal ins Menü gehen und sehen es uns an und dann seht ihr hier unten Firmware installiert 1.4.0. Ihr seht also, so ein Firmware-Update ist überhaupt gar nicht schwierig bei Canon. Wenn ihr es einmal durchgeführt habt, dann kommt ihr auch mit jeder anderen Canon-Kamera da zurecht. Ob es eine 700D ist, eine RP, eine 650D, eine 5D etc. Der Vorgang ist immer der gleiche.
Ich persönlich finde es wichtig, versuche auch immer meine Kameras auf dem neuesten Firmware-Stand zu halten, denn ihr seht, letztes Firmware-Update hat sich noch mal ein bisschen was am Autofokus getan, da hat Canon noch mal nachgelegt und das heißt, ihr seid mit der neuesten Version eurer Firmware auch immer auf dem neuesten Stand der Technik und auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten eurer Kamera. Viele Sachen werden nachgebessert, die vielleicht bei der Auslieferung noch nicht zu 100% waren oder vielleicht auch jetzt 105% haben, wie auch immer das Canon bezeichnen möchte. Auf jeden Fall führt meiner Meinung nach immer ein Firmware-Update durch, dann seid ihr bei eurer Kamera immer gut auf der sicheren Seite. Vielleicht sagt ihr, okay, ich mache das ganz genauso, oder ihr habt noch nie ein Firmware-Update durchgeführt auf eurer Kamera, dann lasst mir doch dazu gerne mal einen Kommentar da, wie ist eure Meinung zu der Aktualisierung der Firmware-Updates auf euren Kameras. Vielleicht sagt ihr ja auch, braucht man alles gar nicht, alles Quatsch, ich lasse das so, wie sie ausgeliefert wurde. Ansonsten, wenn ich euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte und ihr jetzt wisst, wie man so ein Firmware-Update macht, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.